Wir haben Südfrankreich erreicht und damit das Mittelmeer. Genauer gesagt sind wir in Gruissan. Hier endete ja mein letztes Video und jetzt geht's weiter mit meinem Bericht zu unserer Reise nach Spanien. Herzlich willkommen dazu. Bevor ich jetzt weiter berichte über unsere Reise, möchte ich natürlich auch in diesem Video einige Fragen beantworten und vielleicht die eine oder andere Sache ein bisschen klarer stellen. Und zwar geht es einmal um die Mautbox von Maut 1, die wir ja genutzt haben und auch auf dieser Reise, oder was heißt auch, die auf dieser Reise nicht funktioniert hat. Sie hat aber vorher, also im Frühjahr hat sie funktioniert und ja, woran es liegt, ich weiß es nicht. Wir haben jahrelang, oder vielleicht 2 Jahre, nicht jahrelang, die Maut 1 Box genutzt bei unserem Fahrzeug vorher. Das war kein Euro 6. Die Box hat einwandfrei die ganze Zeit funktioniert. Wir haben sie häufiger benutzt. Woran es jetzt bei dieser liegt, ich weiß es nicht, muss noch geklärt werden. Ob ich dabei bleibe, weiß ich nicht. Nur das. Ich weiß auch, dass es von anderen Herstellern verschiedene Boxen gibt, auch Bip & Go, aber man muss natürlich auch immer dran denken, die 3,5 Tonnen Grenze. Das heißt, ich brauche eine Box, die auch für Fahrzeuge nutzbar ist, über 3,5 Tonnen. Das zum Thema Mautbox. Wie man sieht, hat mein GPS-Tracker hier 2 Übernachtungen festgehalten. Das ist auch richtig. Wir wollten uns eine kleine Pause gönnen und das Wetter war hier sehr schön. So haben wir hier dann 2 Übernachtungen gemacht. Es gibt seit etwa einem Jahr hier eine Parzellierung, die gab es vorher nicht. So können jetzt hier noch mehr Wohnmobile stehen. Insgesamt hat der Platz 170 Parzellen oder Plätze für Wohnmobile. Jetzt Mitte Oktober wird dieser Platz nicht nur von Überwinterern für die Durchreise genutzt, sondern es sind auch einige, die noch einen Kurzurlaub jetzt im Herbst machen und dann hier Station machen. Das ist natürlich kein Platz, wo man sich länger aufhält, beziehungsweise nicht wochenlang bleibt, sondern vielleicht 1, 2 Tage zum Übernachten und dann geht's weiter. An der Zufahrt steht ein kleines Häuschen, dort zahlt man seine Platzgebühr, und zwar dann, wenn man einfährt. Der Platz kostet jetzt in der Nebensaison 11 Euro, im Juli, August kostet der Platz 13 Euro. Der Platz ist ganzjährig nutzbar, allerdings zwischen November und Februar sind Toilette und Dusche geschlossen. Frischwasser und Entsorgen soll möglich sein. Der Platz ist in dieser Zeit auch kostenfrei dann. Toiletten und Duschen sind einfach, die Nutzung der Duschen ist in der Platzgebühr enthalten. Das muss ich noch hinzufügen, Wohnwagen und Zelte sind hier nicht erlaubt. Hunde sind erlaubt, müssen allerdings hier an der Leine geführt werden. Es sind 2 großzügige Entsorgungsstationen vorhanden. Es kann schon mal passieren, dass dieser Platz komplett voll ist. Dann hat man die Möglichkeit, etwa 8 Kilometer weiterzufahren nach Narbonne Plage. Wir sind dort mit den Fahrrädern hingefahren. Dort gibt es einen weiteren Stellplatz, auch einen großen Stellplatz, und den wollen wir uns jetzt anschauen. Bevor ich euch den Platz zeige, möchte ich jetzt nochmal eine Frage, die immer wieder kommt, beantworten. Noch ein Thema oder eine Frage, die immer wieder aufgetreten ist, und zwar die Solargeschichte. Und da ich immer dieses Solarfeld zusätzlich nutze. Warum mache ich das? Es ist einfach so, in den Wintermonaten, wenn die Sonne flach am Himmel steht, bringt so ein Solarfeld erheblich mehr als Solar oben auf dem Dach. Ich habe auf dem Dach 570 WP, diese beiden Platten haben 240 WP. Und bringen gerade im Winter, wenn die Sonne flach steht, bringen die erheblich mehr. Das wissen viele, die sowas auch nutzen. Ich werde später nochmal zeigen von meinem Nachbarn, der auch sowas hat, der sich das selber hergestellt hat. Diese Geschichte ist gekauft
und ja, kostet viel Geld. Man kann sich sowas selber herstellen. Es gibt natürlich auch diese einfachen aus Kunststoff Platten, Solarplatten, halte ich nicht so viel von, die verbiegen sich leicht und sind auch meiner Meinung nach nicht so effektiv wie diese hier. Das so ein bisschen zu diesem Thema Solar. Jetzt geht's weiter nach Narbonne-Plage. Es gab vor mehr als 10 Jahren schon einen Stellplatz in Narbonne-Plage. Das ist dieser nicht, den wir jetzt anfahren. Dies ist ein neuer Platz. Die Position ist auch eine etwas andere. Angekommen an dem Stellplatz sehen wir eine große Informationstafel. Hier sieht man die Plätze, die eingezeichneten. Dort steht auch drauf, was der Platz kostet. 10 Euro kostet der Platz. Bezahlt werden muss es hier an diesem Parkautomaten. Es kommt aber, glaube ich, noch eine kleine Gebühr dazu. Insgesamt kommt man auf 11,40 Euro, glaube ich, da dann nur eine Touristenabgabe noch dazu kommt. Ein- und Ausfahrt erfolgt über eine Schrankenanlage. Insgesamt gibt es hier mehr als 100 Stellplätze. Es ist parzelliert, etwas unterschiedlich parzelliert. Angegeben ist hier eine Länge von 10 Metern, aber ich habe auch ein größeres Fahrzeug dort gesehen, einen umgebauten Bus, der bestimmt 11, 12 Meter hat, der hier auch steht. Man sieht, es ist alles sehr großzügig hier. Und jetzt sehen wir auch auf der rechten Seite den orangen Bus. Der steht hier, ich weiß nicht, ob das dort parzelliert ist, aber jedenfalls, der wird eine Länge haben von mehr als 10 Metern. Es gibt hier eine End- und Versorgung und es gibt hier auch Strom. Strom muss bezahlt werden und Frischwasser muss auch bezahlt werden. Vielleicht nochmal zur genauen Orientierung. Wo liegt Narbonne-Plage? Und zwar südwestlich von Montpellier, direkt am Meer. Ich denke, dass dieser Stellplatz hier in Narbonne-Plage eine Alternative ist zu dem Stellplatz in Grosson. Wer also dort keinen Platz mehr bekommt oder wem es dort nicht gefällt, der hat hier die Möglichkeit, diesen Platz hier zu nutzen. Dieser Stellplatz ist vielleicht 200-300 Meter vom Meer entfernt. Wir wollten dort mit den Fahrrädern an den Strand fahren, das war nicht möglich. So konnten wir nur den Strand uns von Weitem anschauen. Es gibt hier in der gesamten Region schöne Strände, also wer hier Urlaub machen möchte oder mal ein paar Tage bleiben will, hat hier die Möglichkeit, noch einen kleinen Badeurlaub einzulegen. Wir wollten dann doch noch mal irgendwo versuchen, ans Meer zu kommen mit den Fahrrädern. Das geht auch. Hier sehen wir eine Durchfahrtsbeschränkung in der Höhe, also mit dem Wohnmobil würde man hier nicht weiterkommen. Hier gibt es dann eine große Parkfläche. Hier kann man mit dem Pkw parken, könnte hier seine Fahrräder stehen lassen und dann könnte man hier auch ans Meer gehen. Jetzt geht es nochmal weiter mit dem Thema Solar. Jetzt gehen wir nochmal rüber zu meinem Nachbarn, der auch so ein Solarfeld hat und da schauen wir uns das Ganze mal an. Ich stehe hier bei meinem Nachbar Peter auf dem Platz und der hat Ähnliches wie ich, und zwar 2 so Solarfelder. Das hat er sich selber erstellt. Und ja, Peter, erstmal hallo. Hallo, Hartmut. Du hast dir das selber, die Teile hast du gekauft. Habe ich gekauft. Ja, sag uns ein bisschen was zu der Leistung und Größe. Die Leistung sind 170 Watt und die Größe ist 110 mal 77 mal 3,5 Zentimeter. Was habe ich jetzt vergessen? Ja, der Preis ist... Achso, der Preis sind pro Modul 75 Euro. 75 Euro. Das war so ein Zweierpaket. Ja, okay. Ja. Gut, und du schaffst so in der Spitze damit so 20 Ampere rein? 20 je Ampere, je nach Sonneneinstrahlung. ja. Im Moment habe ich gerade nachgeguckt, waren es 16. Aber der ist im Moment auch die Sonne ein bisschen bedeckt. Ja, dann ist es nicht ganz so viel. Nicht ganz so viel. Ja, gut, jetzt hast du dir, um das hinzustellen, erzähl selber, was ist das, was du hier jetzt... Das sind einfach, die habe ich hier in Spanien sogar beim Chinesen gekauft, kosten das Stück, da ist noch ein Aufkleber drauf, 2,89 €. 2,89 €, das sind so Stiele. Besenstiele. Ja. Und die habe ich dann hier mit entsprechenden Schrauben, Loch durchgebohrt, Ja. Schrauben, Besenstiel festgemacht. Ja. Und ich kann die, das ist der Vorteil, eben im Winkel verstellen. Ja, genau. Und was ich auch kann, ist, wenn ich die hier aufmache, Ja. kann ich die hier unten reinschieben, Also einklappen. einklappen Ja. und habe die dann fest zum Ja, okay. Transportieren. Ja.
Sicherlich gibt es professionelleres, aber für mich war das Ja. eine Sache, die ganz okay war. Ja. Jetzt weißt du, was so eine Platte wiegt oder beide? Eine wiegt 8 Kilo. 8 Kilo, also 16 Kilo die beiden Platten. Ja. 16 Kilo die beiden. Gut. Jetzt hast du das an einen Regler angeschlossen, einen separaten Regler. Einen separaten Regler angeschlossen, weil wenn man das immer wieder mit den anderen Modulen kombiniert und immer weiter parallel schaltet, ist das nicht so gut von der Effektivität her. Man könnte die auch in Reihe schalten, aber da gibt es auch wieder Nachteile mit Abschattung und ähnlichen Sachen. Ich habe die parallel, so kann ich auch mal nur ein Modul aufstellen, je nach Platz, und ich kann damit gut zurechtkommen. Jetzt Querschnitt noch kurz. Der Kabelquerschnitt ist eine wirklich wichtige Geschichte. Ne? Ja. Also da sind ja 10 Meter Kabel dran, und bei 10 Meter, ich habe jetzt hier 6 Quadrat angeschlossen. Ja, okay. Auf wie viel Meter Länge? Auf 10 Meter. Auf 10 Meter Länge. Ja. Okay, jetzt fährt gerade ein Auto vorbei, aber das ist kein Problem für uns, wir machen einfach weiter. Okay, ja, dann haben wir das meiste ja schon mal so erfasst hier. Würdest du sagen, im Verhältnis zu, man kann zum Beispiel beim Chinesen so einfache Kunststoff-Solarfelder kaufen? Die hatte ich vorher, diese einfachen Felder, Kunststofffelder, aber die sind mir kaputt gegangen, weil durch die Biegsamkeit hatte ich den Eindruck, sind die schneller kaputt gegangen, weil immer was man klappen kann und so, das leidet. Und ich hatte auch versucht, die zu Hause noch zu reparieren, indem ich die Schottky-Dioden, die in den Anschlüssen sind, versucht habe zu erneuern. Aber das hat nichts gebracht. Die müssen wohl irgendeine Unterbrechung in den Leiterbahnen haben. Und von daher habe ich das dann aufgegeben. Ja, sie lassen sich auch nicht so gut hinstellen, weil sie einfach zu weich sind. Weil sie, richtig, weil sie einfach zu weich sind. Ich hatte dann noch irgendwie Verstärkungen mir da auch schon gebaut, aber das war alles nicht so, hat mir nicht so gefallen. Okay, Peter, dann soll es das gewesen sein. Dankeschön, dass du uns das gezeigt hast hier. Gerne. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Ja. Zurück nach Gruissan. Hier gibt es einen großen Hafen und an diesem Hafen gibt es jede Menge Bars, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten. Das ist natürlich immer ganz schön, gerade im Winter. Dann kann man hier nochmal ein bisschen spazieren gehen und kann auch einkaufen und kann auch essen gehen, wenn man möchte. Eins möchte ich nicht vergessen, und zwar muss ich mich noch recht herzlich bedanken bei euch für die vielen Kommentare und auch Tipps, die ihr in den Kommentaren gegeben habt. Das hilft nicht nur mir, sondern vielen anderen auch. Hoffe, wir können auf diesem Wege so ein bisschen weitermachen. Jetzt nochmal von mir eine Klarstellung zum Thema Camping-Car Park. Kurze Info für alle, die diese App nicht kennen. Mit dieser App kann man Stellplätze finden und suchen und auch online bezahlen oder beziehungsweise auch reservieren. Das nur mal so als kurze Info vorweg. Auf dieser App findet man in erster Linie in Frankreich Stellplätze. Im letzten Video hatte ich ja auch berichtet oder nur kurz angesprochen, dass wir einen Platz von Camping-Car Park nutzen wollten und das nicht geklappt hat. Wir haben schon von diesem Anbieter Plätze genutzt, hat auch immer funktioniert. Jetzt in diesem Fall war es so, dass der Platz geschlossen war, was so auf Anhieb nicht zu erkennen war auf der App, weil ein Tag vorher war noch geöffnet und als wir den Platz angefahren sind, war der Platz geschlossen. Vielleicht war ich auch nicht da gut und habe nicht richtig geguckt, ich weiß es nicht. Ich wollte es nur klarstellen, nicht, dass hier der Eindruck entsteht, wir haben was gegen diese Plätze. Es gibt da gute Plätze, es gibt auch Plätze, die wohl nicht so ganz so toll sind, aber das entscheidet ja letztendlich jeder selber und man muss einfach gucken. Ich werde, wenn wir wieder so einen Platz mal anfahren, werde ich natürlich auch wieder darüber berichten. Wir haben inzwischen den 18. Oktober, ist ein Samstag und unsere Reise geht weiter und zwar fahren wir jetzt rein nach Spanien. Da die End- und Versorgung hier in Gruissan sehr großzügig ist, entsorgen wir noch und tanken auch nochmal Frischwasser hier. Unser nächstes Ziel in Spanien ist Emporia Brava. Dort gibt es einen neuen Stellplatz, der hat seit September diesen Jahres geöffnet und den wollen wir anfahren und als erste Station in Spanien nutzen.
Bevor wir jetzt hier den Platz verlassen, gehen wir nochmal hier in die kleine Rezeption. Dort zeigen wir nochmal unser Ticket vor, das wir bezahlt haben. Emporia Brava liegt kurz hinter der Grenze Frankreich-Spanien. Es sind für uns bis dorthin von Grosseong aus 150 Kilometer etwa. Wir werden dafür die Autobahn nutzen. Man kann natürlich auch Nebenstrecke, Nationalstraße fahren. Allerdings, und daran muss man denken, man muss dann die Pyrenäen überqueren. Das ist ja der Gebirgszug zwischen Frankreich und Spanien. Die Strecke kann man fahren, kostet allerdings natürlich Zeit. Den neuen Stellplatz in Emporia Brava werde ich dann im nächsten Video ausführlich vorstellen. Das soll es mal wieder gewesen sein. Freue mich über neue Abonnenten, freue mich auch, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.